Kann man denn überhaupt Mission planen? Du sprichst viel von Herzensangelegenheiten, aber entwickelt ihr auch Strategien für missionarische Projekte? Also wenn es bei der Mission um die Liebe geht, dann will die ja wirklich konkret werden. Das heißt, da wird man erst richtig kreativ. Und wenn man jemanden gern hat, ja, dann setzt man auch was dafür ein. Und natürlich braucht das ganz viel Vorbereitung. Natürlich braucht es auch Planung. Es geht ja darum, dass diese Herzenshaltung dann auch irgendwie konkret in den Begegnungen umgesetzt wird. Und wir haben hier in der Akademie sehr viel ausprobiert. Es ist eine Art Laboratorium und ich möchte auch jemanden vorstellen, mit der ich sehr viel gearbeitet habe, Maja Schanowski. Die wird uns auch helfen zu verstehen, wie schaut denn das konkret aus, wenn man so etwas umsetzt. Maja, was mich sehr interessieren würde, ist, wie beginnt hier eigentlich eine Pfarrmission? Was für uns besonders wichtig ist, ist, dass wir es von Anfang an mit der Pfarrgemeinde gemeinsam planen. Also nicht, dass wir für 10 Tage dahin kommen in eine Pfarrgemeinde und dann irgendeine tolle Aktion machen und danach gehen wir wieder, sondern dass wir wirklich von vornherein es ganz angehen mit den Leuten, die vor Ort sind, mit den Pfarrmitarbeitern, mit allen, die interessiert sind. Und beginnen tun wir so eine Planung oft mit einem Workshop, ja, wo wir mal überlegen, wie diese Mission ausschauen könnte. Und da würde ich dir gerne ein Beispiel dafür zeigen, weil da sieht man gleich sehr gut, wie das aussehen kann. Wir werden jetzt endlich versuchen, unser Missionsprojekt umzusetzen in unserer Pfarrgemeinde. Versuchen wir uns einmal vorzustellen, Jesus würde persönlich zu uns in die Pfarrgemeinde kommen und er bleibt 10 Tage bei uns. Wo würde Jesus hingehen in diesen 10 Tagen? Wo würde er schlafen? Wo würde er essen? Und was würde er tagsüber tun? Ich habe euch da Plakate vorbereitet. Darf ich? Kurze Nacht, wo er dann den Abend für sich allein hat, sondern eher sich bei Menschen zu Hause einladen lässt oder einfach sich selber auch bei Menschen einlädt. Genau. Oder wenn er irgendwo öffentlich übernachten würde, dann würde er eher in die Jugendherberge gehen oder was jetzt gerade aktuell ist, ins Zeltlager bei den Flüchtlingen. Und wir haben dann diskutiert, ob sie ihn erkennen würden und wir haben gesagt, er würde sich auf jeden Fall zumindest vorstellen bei ihnen. Dann würde er vor allem versuchen, ihnen das Gefühl zu geben, dass er bei ihnen ist, egal wo sie sind, was sie machen und sie nicht verurteilt, sondern nein, so habe ich nicht gemeint, aber einfach bei ihnen zu sein. Er kann nicht zu jedem Einzelnen nach Hause gehen und sind uns halt so Orte eingefallen, wo viele Menschen sind. Das ist zum Beispiel Einkaufszentrum oder der Marktplatz eben am Hauptplatz. Die Armen, auf jeden Fall die Armen, ja, auf Augenhöhe, sich die Geschichten anzuhören der Menschen. Genauso auch die Einsamen, die niemanden haben, der zu ihnen kommt. Im Altersheim. Ich glaube, dass Jesus auch ganz besonders zu den Jugendlichen gehen will. Also dass ihm die Jungen, die Studenten ganz stark am Herzen liegen. Mit ihnen in die Studentenbar gehen, bei einer Party dabei sein, einem Studentenfest, ihnen auch eine Perspektive so auch zu geben. Ja. Ihnen zu helfen, auch vielleicht ihre Talente zu entdecken. Ne? Also ihnen auch einen Auftrag zu geben, okay, eine Perspektive, okay, du kannst es super gut und mach das, probier das einmal. Also sie zu ermutigen. Ja. Was mache ich mit meinen Talenten? Und ich glaube wirklich ermutigen, die Talente auch zu entdecken und die wirklich einzusetzen, weil das im Endeffekt auch glücklich macht. Er weiß, welche Menschen seine Gegenwart ganz besonders bedürfen und einfach mit denen jedem Einzelnen wirklich Zeit, Aufmerksamkeit zu schenken, Trost, Hoffnung. Was fällt euch dabei auf? Dass zum Beispiel Pfarrgemeinderat, was es ja in jeder Pfarre gibt, der ist überhaupt nicht vorgekommen. Möglicherweise am Ende der Tage überfordert, wenn diese Menschen, denen Jesus da begegnet, ist wirklich alle bei uns auftauchen in der Pfarrgemeinde. Wo gibt es da eigentlich Punkte, wo man sagt, okay, da kann man jetzt in Beziehung treten mit diesen Menschen? Er will zu denen gehen, die einfach die Religionen einfach ausstoßen, zum Beispiel die Homosexuellen oder die Menschen, die andere Gedanken haben, die einfach mit verschiedenen Meinungen mit Religion haben. Ins Gefängnis gehen, weil diese Menschen oft eine Hoffnungslosigkeit haben. Er will ihnen Trost versprechen, er will ihnen vielleicht Hoffnung geben durch den Glauben.
Das Spannende ist ja, wenn diese ganzen Ideen dann umgesetzt werden. Also wenn die einzelnen Gruppen, ob das jetzt für Familien oder für Jugendliche ist, wenn sie dann vor Ort das realisieren. Und wir haben jetzt mittlerweile ganz viele Beispiele, die wir mit den Pfarrgemeinden und Gruppen erleben durften. Und ich glaube, wir können ein bisschen hineinschauen, was es da alles gibt. Eine Richtung der Mission ist ja, dass man dorthin geht, wo die Leute wirklich sind, wo sie sich aufhalten. Und da ist ein ganz besonderer Ort bei Ihnen daheim. Das heißt Hausbesuche. Wir machen Hausbesuche. Wir gehen von Tür zu Tür in den Wohnhäusern oder in den Siedlungen, um dort mit den Menschen auch eventuell ins Gespräch zu kommen, aber in erster Linie, um sie einzuladen zu Veranstaltungen einer solchen Mission. Also wenn man eine richtige Gemeindemission hat, dann kann man einfach dort anklingeln und sagen, wir möchten Sie gerne einladen. Und dann sieht man, was passiert, ob der andere offen ist, vielleicht für ein längeres Gespräch oder nicht. Sehr gerne veranstalten wir auch Hauskreise, wo einfach jemand in sein Wohnzimmer einlädt, seine Freunde, seine Arbeitskollegen, seine Nachbarn, wo man in ganz ungezwungener Atmosphäre dann gut über den Glauben, über Gott und die Welt ins Gespräch kommen kann. Besonders aufregend haben wir die Talks- und Dialogveranstaltungen erlebt. Wir gehen da in die Bars, Kaffeehäuser, kulturellen Städten und laden Politiker, Wirtschaftsleute aus den unterschiedlichsten Bereichen der Welt ein, um über Gott und die Welt miteinander ins Gespräch zu kommen. Das können Leute sein, die Christen sind, aber es können auch Leute sein, die nicht gläubig suchen, sind Muslime. Und dann kann man in einem ganz gemütlichen Raum endlich mal über das sprechen, was einem wirklich wichtig vorkommt. Und beim Wichtigen geht es natürlich immer auch um Glauben, um Gott, um meine ganz persönlichen Fragen und das ist wahnsinnig spannend. Wir haben gemerkt, dass wir ganz spezielle Themenabende entwickeln mussten, weil es Fragen gibt, die ganz besonders brennen. Ich denke zum Beispiel Beziehungsfragen, Partnerschaft oder wie geht es eigentlich mit meiner Arbeit, Arbeitslosigkeit. Und das mussten wir eigentlich an Orten machen, die diese Themen auch betreffen. In einer Tischlerei, in einer Diskothek, in einer Bank oder im Geschäftszentrum. Das ist natürlich für viele ein unkonventioneller Ort, über den Glauben zu sprechen, aber umso aufregender und eigentlich umso näher kommt das ran. Wenn ich allein daran denke, dass wir in einem Casino waren, wo wir über Geld und Gott gesprochen haben. Und viele solcher Projekte haben wir umgesetzt. Wir erleben ja gerade bei Jugendlichen und bei jungen Erwachsenen, dass da oft eine große Sehnsucht ist nach Orientierung oder nach Möglichkeiten, wie sie ihr Leben wirklich gestalten können, die auch Interesse für den Glauben haben. Und wir haben entwickelt, eben mit Nichtgläubigen und Gläubigen, mit Atheisten und Agnostikern, so ganz bestimmte, besondere Glaubensdialoge, wo sie ihre eigenen Themen bringen. Das, was jeden interessiert, und da können sie austauschen darüber. Es ist ein Abend, da gibt es etwas zu essen, da gibt es Getränke, es gibt viel Musik, wo aber inhaltlich wirklich erarbeitet wird von diesen Jugendlichen selbst, wie man zu einem Lebensentwurf kommen kann. Glaubensdiener bei Freunden. Jemand lädt zu sich nach Hause ein, es gibt ein Essen, es ist eine ganz freundschaftliche Atmosphäre, wo man zuerst schon ein bisschen so spricht, was man den ganzen Tag über gemacht hat. Und dann gibt es einen kleinen Impuls zu einem Basic-Thema des Glaubens. Es kann sein, wer ist Jesus, wie kann man beten, so ganz einfache Dinge. Und danach tauscht man aus. Es kann zu einer Diskussion kommen, die wirklich bis lange in die Nacht dauert und in dieser lockeren Atmosphäre jeder wirklich das Seine einbringen kann. Es gibt ja Themen, die besonders heikel und sensibel sind. Und wir merken, dass die Menschen ja nicht belehrt werden wollen, sondern sie wollen ja irgendwo eine Quelle anzapfen, irgendwo eine Kraftquelle. Und das betrifft gerade die Beziehungen, die Ehepaare. Und wir haben so ein Modell entwickelt, das nennt sich Ehe-Rendezvous, wo es Abende gibt, wo Paare eingeladen werden, die wiederum austauschen können über diese ganz sensiblen Fragen, was hilft mir wirklich lieben zu lernen. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel, das die Pfarrgemeinde geben kann, indem sie einfach ihre Kirchtüren aufmacht, weit aufmacht und dass sie Menschen empfängt, dass sie vor der Kirche steht, dass sie die Kirche füllt mit Musik, mit schönen Lichtern, so dass es warm wird, dass Menschen Lust haben, hineinzugehen und gern hineingehen, dass sie Möglichkeiten haben, beten zu lernen. Und dann gibt es auch eine ganz einfache Möglichkeit, indem man zum Beispiel eine Brücke baut vor der Kirche, indem man ein Zelt aufstellt, ein Kaffeezelt, gratis Kaffee oder Tee anbietet und Menschen einlädt, ins Gespräch zu kommen, damit man Barrieren abbaut. Und da haben die Pfaden wirklich ganz tolle Sachen entwickelt. Es geht in der Mission ja oft um ganz konkrete Zeichen einer liebevollen Aufmerksamkeit. Und das kann sein, dass man zum Beispiel Leuten, die in die Arbeit gehen, dass man ihnen ein Kipferl, ein Croissant
oder einen Kaffee mit auf den Weg gibt. Vielleicht noch eine Einladung für weitere Veranstaltungen der Mission dazu. Oder auch ein Mittagstisch in einer Fußgängerzone, wo man Leute einladen kann, sich dazuzusetzen und so ins Gespräch kommt. Mit einem Straßenfest kann besonders gut Gastfreundschaft gelebt werden. Wir machen das ganz oft am Beginn einer Pfarrgemeindemission, wo wir alle versammeln, die dort in diesem Ort sind, auf dem Hauptplatz oder in der Fußgängerzone. Da gibt es Musik, da gibt es Lieder, da gibt es vielleicht eine Pantomime oder ein Straßentheater. Und da kann man einladen dazu, dass etwas gegessen, etwas getrunken werden kann und so aufmerksam machen darauf, was jetzt da die nächsten Tage passieren wird. Oder auch zu einer punktuellen Veranstaltung einladen. Gerade das Kreuz ist ja ein ganz starkes Zeichen für die Christenheit. Und damit es nicht zum Museumsstück wird, soll man es sprechen lassen. Und in verschiedensten Pfarrgemeinden hat man das Kreuz sozusagen rausgetragen, auf die Plätze getragen, hat das sprechen lassen, indem man auch Sorgen und alle möglichen Leiden, die man hat, an das Kreuz anbringen kann. Man hat Zettel an das Kreuz geheftet oder man hat Tücher draufgegeben, verschiedenste Arten mit Transparenten, sozusagen das Leiden der Welt auch thematisiert. Und so kann man mit verschiedensten Arten gerade dieses Symbol des Erbarmens und der Nähe Gottes mit in die Welt hineintragen. Die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit ist ja so stark emotional aufgeladen. Und gleichzeitig sind die Leute so im Stress und keiner kann wirklich innehalten. Und wir sind mit einer mobilen Krippe von einem Geschäftszentrum bis ein Obdachlosenheim, bis auf einen großen Platz gewandert und haben Menschen eingeladen, zur Krippe zu kommen, innezuhalten, still zu werden, ein kleines Gebet zu sprechen oder ein Anliegen in einen kleinen Zettel in die Krippe zu werfen. Das ist ein ganz besonderer Moment der Mission, den wir da entdeckt haben. Eine Aktion, die sich ganz verbreitet hat in viele Städte, auch in verschiedene Länder, ist die Valentinsaktion. Gott schreibt einen Liebesbrief an die Menschen, an jeden persönlich und lädt ein zu einem Rendezvous mit sich. Das heißt, es werden Liebesbriefe verteilt auf der Straße, in der Fußgängerzone, an den Bushaltestellen, am Bahnhof, wo auch immer die Passanten unterwegs sind, bekommen einen Brief, den Gott an sie geschrieben hat, der ihnen zusagt, wie sehr er sie liebt und wie sehr er darauf wartet, dass sie einmal wieder mit ihm sprechen. Parallel dazu gibt es Rendezvousorte am Abend oder am Nachmittag, wo dann Pfarrgemeinden oder andere Gemeinschaften einladen zu einer Stunde des Gebets, einer Stunde der offenen Kirche oder auch zu einem Gottesdienst für Paare, für Liebende, wo die Menschen dann dieses Rendezvous mit Gott haben können. Für Kinder und Jugendliche ist es ganz toll, wenn sie an dem Ort, wo sie viel Zeit verbringen, auch in Kontakt kommen mit Erfahrungen über den Glauben, mit dem Gespräch über Gott. Das Gestalten von Schulstunden oder von Stunden in Kindergärten kann eine ganz tolle Möglichkeit sein, wo diese Jugendlichen und diese Kinder mit jungen Leuten in Berührung kommen, die wirklich glauben und ihnen etwas davon erzählen können. Das Herzstück jeder Mission ist gerade die Begegnung mit den Kranken, mit den Einsamen, mit den Alten. Es war ja auch für Jesus praktisch die erste Wahl, die er getroffen hat. Gerade die es besonders schwer haben. Und in jeder Mission suchen wir natürlich die Kranken in den Krankenhäusern oder in den Häusern auf, wo die Einsamen sind, die schwer haben, die nicht die Möglichkeit haben, in die Gemeinschaft einzutreten. Da ist unglaublich viel zu tun, wenn es nur durch das Zuhören, durch das Handhalten, durch Begegnungen und durch Gottesdienste für Kranke passiert. Die Aufmerksamkeit für die Ärmsten soll ja unser ganzes Leben prägen. Aber ich glaube, gerade so spezielle Aktionen in einer kleinen Gruppe oder mit der Pfarrgemeinde ruft auch wach, wie sehr wir Verantwortung tragen für gerade die leiden. Und das kann an verschiedensten Orten passieren, ob das in Obdachlosenheimen, an Bahnhöfen, an drogenabhängigen Plätzen passiert, ob wir einen kleinen Kaffee oder Geschenke bringen oder wie wir das jetzt merken mit den Flüchtlingen. Da gibt es so viel zu tun, wo wir unsere Sorge, unser Mitleiden, unsere Nächstenliebe zeigen können. Lieben und Dienen ist keine große Missionsaktion, sondern da geht es darum, dass wir in den ganz kleinen Dingen des Alltags das Mitleiden leben. Mutter Teresa hat es so oft betont, dass die größte Armut in Europa der Mangel an Liebe ist. Und hier kann man so viel tun, in einer gewissen Regelmäßigkeit auch, dass man sich vornimmt, eine ganz bestimmte Person einmal im Monat zu besuchen, etwas mit dieser Person zu unternehmen, ihr Essen zu bringen, den Haushalt zu machen. Was auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten, aber darüber vielleicht auch mit anderen auszutauschen, die sich so etwas auch vorgenommen haben. Abende der Barmherzigkeit sind entstanden,
aus der Notwendigkeit heraus, etwas zu finden, wo alle Menschen sich in der Kirche selbst wohlfühlen können. Wir wollen ja die Leute nicht nur dort aufsuchen, wo sie sind, sondern sie auch einladen zu uns in die Kirche. Und die Abende der Barmherzigkeit sind so eine Möglichkeit, die ganz offen sind für jeden, egal wo er im Glauben steht, wo jeder einen neuen Schritt auf Gott zumachen kann. Ein Abend, der gestaltet wird mit Musik, mit viel Licht, mit Zeugnissen, wo wir auch hören können über die Barmherzigkeit Gottes, sodass jeder, der an diesem Abend anwesend ist, auch durch kleine Hilfestellungen, kleine Schritte, die Nähe Gottes erfahren kann. Die Eucharistiefeier, die Heilige Messe, ist ja der Höhepunkt des christlichen Lebens und die Quelle für unser Leben. Wir erleben es aber oft nicht als dieses Fest, das es eigentlich sein sollte. Deswegen bemühen wir uns, dass gerade bei einer Pfarrgemeinde, Mission oder ähnlichen Veranstaltungen die Messe einen ganz zentralen Platz einnimmt. Dass da viel Aufmerksamkeit und viel Mühe dafür verwendet wird, um es zu einem ganz gastfreundlichen Erlebnis zu machen, auch für die Kinder, dass es etwas für die Kinder gibt, sodass jeder sich dort wirklich willkommen fühlt.